Heute sind wir in Liechtenstein bei der Token Summit. Ich freue mich, an meiner Seite Udo Oxakowski willkommen zu heißen und er steht für ein Interview heute zur Verfügung. Dankeschön. Danke, Paul. Udo, du hast ja auch schon viel erlebt. Vielleicht kurz Abschnitt, ein paar Minuten, was sind so ein paar Highlights aus deinem Leben mit Blick auf Unternehmertum? Ja gut, mein erstes Unternehmen habe ich im zarten Alter von 23 gegründet, wie man schon sieht an der Haarfarbe, ein Zeitl her. Und seither habe ich eigentlich nichts anderes gemacht wie Unternehmen gegründet, entwickelt, gekauft und verkauft. Ich bin Unternehmer mit Leib und Seele. So wie du sagst, du hast das erste mit 23, hat er auch gleich, glaube ich, ein Team von 20, 30 Leuten gleich am Anfang gehabt. Wie würdest du ein Unternehmen, also was ist für dich wichtig, wenn du ein Unternehmen anfängst? Was sind so ein paar Key-Parameter, die man da sozusagen mitnehmen sollte? Ja, als erstes einmal, glaube ich, ist es das Geschäftsmodell, das stehen muss, und das Team. Das sind die wichtigen Themen. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Und entscheidend ist auch, dass man sehr rasch ins Tun kommt. Das heißt also nicht nur im Bereich des Andromeda-Nebels herumschwirrt, sondern auch sehr rasch den Boden findet und so die Geschäftstätigkeit peu à peu aufbaut. Wie gehst du an das Thema Finanzierung heran? Sagst du, man soll es eher bootstrappen, nämlich aus einem Geschäftsmodell schauen, wie kommt man an und dann entwickeln und dann, wenn es skaliert, Geld reinnehmen oder am Anfang gleich schauen, dass Kapital da ist und dann die nächsten Schritte setzen? Also ich glaube, hier kommt es eben auf das Projekt selber drauf an. Es gibt Projekte, die durchaus längere Vorlaufzeiten haben, bis ein Produkt oder eine Leistung sozusagen marktreif vorhanden ist. Hier ist man tatsächlich gezwungen, einmal Investoren onzuboarden, um auch den Stress der Finanzierung auch wegzubekommen. Andere Geschäftsmodelle, glaube ich, eignen sich tatsächlich dazu, eher das klassische Skalieren zu verfolgen. Das heißt, wirklich im klassischen Bereich organisches Wachstum, Umsatzwachstum und dann im Skalierungsbereich daneben bei weniger stark steigenden Kosten so die Erträge zu generieren und daraus eben das weitere Wachstum zu verfolgen. Und wie siehst du die aktuelle, sag ich mal, Marktsituation? Es ist ja durchaus ja international die eine oder andere Herausforderung, die uns ja auch trifft. Wie trifft das Unternehmen aus deiner Sicht? Also derzeit ist es sicherlich nicht leicht für innovative, junge Geschäftsideen entsprechende Investoren onzuboarden. Also da hat sich in den letzten Monaten leider Gottes nicht unbedingt zum Vorteil dieser Projekte einiges geändert. Ich glaube aber im traditionellen Bereich, eher traditionelle Geschäftsmodelle, findet man sehr wohl noch Investoren, gerade aus Family Offices heraus, die solche Dinge sehr stark verfolgen wollen. Wie weit sollte man jetzt alternative Finanzierungen mit reinnehmen? Ist das ein Thema? Wann nimmt man alternative Finanzierung mit rein? Was ist so da deine Sicht? Also als Freund von alternativen Finanzierungen schlägt mein Herz dafür. Und ich denke, es ist hier ganz wichtig, sehr frühzeitig auf solche neuen Finanzierungspartner und alternative Finanzierungsinstrumente zu setzen, weil sie auch einen zusätzlichen Zweck erfüllen, nämlich auch zum Beispiel Lieferanten und Kunden mit in so ein Projekt, in ein neues Geschäftsmodell mit einzubinden. Ein Projekt, wo heute mein Herz dafür brennt, ist vielleicht weniger stark diese Ideen des Unicorns zu verfolgen, sondern eher so vielleicht wieder ein bisschen die Antithese, nachhaltig Projekte und Geschäftsmodelle umzusetzen in der Form des Zebras sozusagen. Ja. Und ich denke, das wird sicherlich in den nächsten Jahren ein valides Thema sein. Du bist ja selber ja auch in vielen Projekten involviert. Ist da etwas, wo du sagst, okay, in Unternehmen, das siehst du, das ist im Aufkommen oder das ist sozusagen etwas jetzt auch in anderen Bereichen, wo man sich mehr fokussieren sollte, oder wo sind da so Themengebiete? Also ich denke, sehr spannende Projekte werden sein, traditionelle Leistungen und Gewerke über die Digitalisierung hinweg entsprechend neu aufzustellen. Das ist auch ein tolles Thema, auch Mitarbeiter zu qualifizieren, für neue Themen zu begeistern. Ja. Ja.
Ein sehr spannendes Thema ist, du schaust ja auch, wie geht Nachfolge, wie kann man da das gut voranmachen und hast ja da auch ein eigenes Beispiel, wie du das machst. Willst du ein bisschen erzählen, wie du das für dich überlegt hast, das gut zu machen? Ja gut, ich habe selber erlebt, wie ich in die Geschäfte eingestiegen bin der Familie und ich wollte es ein bisschen anders machen sozusagen und mein Prozess ist sehr früh schon die beiden Töchter, die ich habe und die sehr interessiert sind und auch das Unternehmergehen von mir ein bisschen so mitbekommen haben, mit in die Geschäfte mit einzubeziehen. Ich sehe die Übergabe in Form eines Staffellaufs sozusagen, während ich so langsam jetzt mich dem Ende, dem Auslauf hingebe, starten meine Töchter durch und die Kunst ist am richtigen Ort und zur richtigen Zeit die Stafette zu übergeben. Ja. Das ist mein Wunsch. Wir arbeiten dran. Perfekt. Ja, super, herzlichen Dank. Danke fürs Interview. Danke.